5 Mopeds, kaum Vorbereitung und ein großes Ziel. Von Eisenach bis in die hohe Tatra, 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und mehr Pannen als Fahrzeit. Aber dafür ein Abenteuer voller unvergesslicher Momente. Wo Ersatzteile fehlen, beginnt die hohe Kunst des Fuschens. Mal gucken, wie wir das wieder repariert kriegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich meine, wir sind Profis in sowas. Ja, wir müssen jetzt eh eine offene Kette bei dem machen und dann hoffen, dass keiner die abkriegt. Meinst du? Jetzt machen wir hier irgendwas, was Filter drüber, eine alte Socke oder so halt. Da kommt schon ordentlich was durch. Da kommt richtig was durch, ja, das war... Ja gut, das sollte nicht so sein. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Fuschratgeber präsentiert die Simson-Tour in die Tatra. Ketten und Leistungsverluste. Nach 5 Tagen, naja, Erholung, steigen wir heute wieder auf unsere Böcke, um die Reise Richtung Deutschland anzutreten. Heute laufen unsere Maschinen echt verdammt gut und so riskieren wir beinahe richtig Strecke zu machen. Doch diesmal ziehen uns nicht die Fahrzeuge, sondern der Verkehr einen Strich durch die Rechnung. Meine Ohren bluten, mein Arsch blutet. Und wir haben wegen dem Stau locker 30 Kilometer verloren. Aber ansonsten, von den Kahn kann man sich nicht beschweren. Und jetzt werden wir die Backtheke erobern. Oh, wir machen mal ein Video, wie die Backtheke aussieht. Hoffentlich ist die geil, weil die sind wirklich gut hier. Ah, er filmt nicht, aber er redet. Das ist gut. Das ist gut. Das ist so okay. Das ist auch crazy geil. Das ist geil. Jedes Jahr dieselbe Scheiße. Mein Arsch tut weh. Ich frage mich, warum zum Fick bin ich hier? Jonas, Alter, du bist ja zum ersten Mal so wirklich dabei. So wie ist dein Eindruck bis jetzt? Naja, meine Motivation hält sich in Grenzen. Bock habe ich nicht mehr wirklich, aber dafür läuft mein Moped relativ gut. Das ist ganz nice. Unsere Motivation hält sich in Grenzen. Was sich nicht in Grenzen hält, ist wir. Weil wir werden gleich über die tschechische Grenze fahren. Oh, der gut. Und ja, ihr werdet jetzt auf der ganzen Heimtour einfach nichts zu sehen bekommen, weil wir einfach gar keine Pannen haben werden. Bis jetzt sind wir verdammt gut in der Zeit und wir haben 150 Kilometer hinter uns. Doch kurz vor der tschechischen Grenze bahnt sich ein größeres Problem an. Ich glaube, da hat's einmal geknallt. Ich glaube, du hast es besser, oder? Ich weiß es nicht. Höchstens ein klein. Hat das nicht so klein gemacht? Er ist halt zweimal geschlagen, aber er ist noch gerollt. Ich habe jetzt so schnell ausgemacht. Ja, ich habe nichts gehört. Es hat halt übel in die Fußrasten geruckt. Aber dass die Kette geflogen ist. Ich dachte, du hättest einen kompletten Messer und du bist von
und jetzt auf gleich stehen geblieben. Nee, ich hätte noch weiterfahren können, aber ich wollte halt nicht. Wenn es so knallt. Mach mal die Kerze auf, wenn die nicht weiß ist. Die ist weiß. Die ist weiß. Nee, ja, also was heißt weiß? Ja, keine Ahnung. Hast du den Knall drauf? Es hat halt zweimal geknallt und jetzt auch noch mal beim Schieben, aber da hatte ich es schon aus, also muss es wahrscheinlich die Kette sein. Wenn der nicht richtig fest ist, Ja, guck, die ist halt weiß wie Arsch. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja, dann lass erstmal die Kette angucken, bevor wir den Zylinder abnehmen, oder? Guck mal, bei mir ist auch irgendwas am Zylinder kaputt. Das ist wie verharztes Öl oder so hier. Oder ich weiß nicht, ob das hier vom Auslass kommt, aber wie soll das da hochkommen? Du hast ja überlaufenden Scheiß. Das läuft irgendwie zur Lüftung. Die Lüftung wirbelt das auf und drückt das einmal hier drum rum. Safe, das ist von der Lüftung. Ja. Deswegen schiebt es das auch immer hier hoch. Ja, voll. Wenn der Vergaser überläuft oder hier irgendwas runterläuft, läuft das durch das Loch. Durchs Lüfterrad wird hier hochkatapultiert und hier verharzt es und verdampft der drin. Naja, und dann bleibt das Öl übrig. Ja, das wäre das Logischste. Dadurch kann es auch sein, dass der dann halt ausfedert in dem Moment, wenn er dann immer unter Last ist. Ich bin trotzdem gespannt. Ne? Der Jonas hier sitzt ja gerade noch mit drauf. Ja, aber so ein bisschen mal runterdrücken ist gar nicht verkehrt. Ja, ich denke mal, die ist durch die große Last einfach gehüpft. Ja, ich denke auch, halt große Last in der Ecke zukleben einfach, weil das ist ja schon mehr Durchlass, als der Originale hat. Das Ding ist, dieser Luftfilter lässt so viel durch im Vergleich zu dem, was da durch dieses Fickloch durchkommt. Was? Tatort. Was ist hier passiert? Spurensicherung. Achso, Bro. Ich glaube, es ist Zeit, Sherlock einzuschalten. Das hat sich ungefähr so angehört, so. Naja, ich meine, aller guten Dinge sind drei. Eigentlich musst du dich da mal hinstellen. Da. Jetzt sind wir hier. Und jetzt haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich eine ziemlich lustige Sache, weil Rhône liebt dieses Problem. Jedes Fahrzeug von Rhône muss mindestens einmal den Kettenantrieb von Kolbenplätzer Leder nutzen. Ja, okay, aber wir wissen wenigstens, es ist nicht der Zylinder. Und dann ist sogar das Kettenschloss kaputt. Ja. Ist die Frage, ob wir jetzt einfach nur ein neues Kettenschloss reinmachen. Schön, das ist wirklich einfach das Kettenschloss. Oder. War das ungesichert vielleicht? Ist die Sicherung aber schau mal, es ist gebogen. Hä? Wie? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Wie ist das da so dran? What? Wie geht das? Ey, es ist gerissen, oder? Ja. Hä, oh mein Gott, das wäre jetzt... Ja, wir müssen jetzt eh eine offene Kette bei dir machen und dann hoffen, dass keiner die abkriegt. Meinst du? Wenn du die so hochhalten kannst und ein U hast, ist die auf jeden Fall scheiße. Das ist actually noch ziemlich okay. Ich hatte schon Kein U, aber ein Regenbogen. Ich muss halt mal gucken, wie wir das jetzt mit dem Schloss machen. Ja, aber das hält, das wollte ich gerade sagen. Mit dem, was wir haben, würde ich sagen, das alte, hier das Schloss drauf und probieren. Guck mal hier. Neu. Das doch. Ich glaube, die hält. Das sieht so falsch aus, eine Simson mit einer offenen Kette. Das hatten wir schon öfter. Wir hatten auch schon eine MZ mit einer offenen Kette. Ja, die meisten Motorräder haben eine offene Kette. Da machst du ja auch nur alle paar Wochen. Buch Nummer 2. Boom! Ich kann halt hier nicht voll Last geben. Halt höchstens mal am ersten, aber wir werden es sehen. Bis jetzt hat es gehalten. Nachdem dieses Problem endlich behoben ist, können wir die tschechische Grenze passieren und unsere Fahrt fortsetzen. Also wir haben jetzt angehalten, weil hat sehr komische Geräusche gemacht und hier ist dieser Bremslichtkontakt, der ist rausgefallen, hat sich hier mal geschliffen.
Und ja, mal wieder rein, fahren weiter. Noch abschließende Worte. Deine Hängerkarriere ist vorbei, hast du gesagt. Nach der Tour ist meine Hängerkarriere vorbei. Ja, es rattert noch ein bisschen. Wir schauen mal, Was wird? wir halten uns in der Beobachtung. Doch die falsche Richtung? Also wir haben es jetzt 5 Kilometer seit dem letzten Stopp geschafft. Naja, es waren 7. Und bei Jonas ist jetzt die Hauptdüse zu. Ja, solange wir heute Hoffen wir es mal. Ich hasse diese scheiß Schraube. Warum kann ich die nicht einfach mit der Hand losdrehen? Ein Haufen Müll auf Rädern. Und hier auf beiden. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Hä? Der war gut. Haben wir wieder einen gerissen. Oh, seid ihr alle neidisch, dass eure Mopeds kacke laufen? Soll ich halten, ob du besser arbeiten kannst? Guck mal, wie nach dem Spritfilter auch, oder? Aber das ist jetzt natürlich Zugang, nachdem wir tanken waren, weil er war relativ leer. Durch den Druck hat es aufgewirbelt und ist oben rein. Kannst du mir den Lappen geben? Jonas. Hä? Das wäre so gut gekommen. Ja, ich habe nicht gesehen, dass er das gesehen hat. Schlecht. Digga, dieser Fokus in der Nähe ist so tot. Oh, war das dumm. Oh. Hast du das in die Fresse gesprüht? Ich glaube, es ist sauber. Bei Jonas fliegt ja immer der dritte Gang raus, aber Jonas hat mittlerweile eine Technik entwickelt. Ja, mit dieser Technik springt der dritte Gang nicht mehr ganz so häufig raus. Und zwar erst in den dritten Gang schalten bei etwas höherer Drehzahl. Unter Tourig springt er sofort wieder raus. Und den Kupplung ziehen, Hebel nach oben und dann mit dem Fuß den Hebel weiter nach oben gedrückt halten und dann unter Last die Kupplung ziehen lassen und dann erst wieder den Fuß lösen. Und dann klappt es besser. Und wenn der Gang einmal drinne ist, einfach nochmal reinmachen. Obwohl er schon drin ist. Einfach nochmal sicher gehen, dass er nicht rausfliegt. Quasi Gang 3/3/4. Vergaser ist gereinigt. Wir sehen uns in 7 Kilometern wieder. Merkt euch meine Worte. Also, eigentlich wollten wir nur essen gehen. Hast du den Modus ausgewählt? Jetzt darf Jonas aber, bevor wir essen gehen, mal wieder seine Hauptdienst sauber. Ja, ein ganz kleines bisschen Dreck ist da drin. Wirklich nicht viel. Naja. Scheiß Schraube hier. Soll ich dir die Kamera da lassen, damit du abbranden kannst? Also wirklich. Warum mache ich die überhaupt fest? Warum lasse ich den Luftfilterkasten nicht einfach? Du kannst einfach einen Schnellspanner dran machen. Eigentlich wollten wir ja etwas essen, aber nachdem wir bei 2 Gaststätten abgewiesen wurden, beschließen wir, weiter nach Olmütz zur Goldenen Möwe zu fahren. Doch selbst das ist komplizierter als gedacht, denn kaum stehen wir da, müssen wir auch schon wieder gehen. Irgendwie hat es dann doch noch geklappt und unsere Fahrt in die Nacht kann weitergehen.
Sieht man das, wie weit wir gekommen sind? Offizielle Strecke haben wir 282 geschafft. Das ist eigentlich ein neuer Rekord, oder? Und ich habe 280 gesagt. Das möchte ich jetzt hier eingeblendet haben. Ich sag 280. Wie schon festgestellt, haben wir heute einen neuen Streckenrekord aufgestellt und Ron und Jonas liefern sich ein knappes Rennen um den Titel des Pannenkönigs. Fortsetzung folgt. Das ist für die Tour. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Aber ich sag euch, dieses Fahrzeug, merkt es euch, maximal einen verstopften Vergaser. Keine anderen Ausfälle. Die ganze Tour durchhalten.